Hallo und herzlich willkommen zu meinem YouTube-Channel. Mein Name ist Friedemann Slenska und ich bin ein Bratschist aus Berlin. Heute teile ich eine Analyse von Strauß' Metamorphosen mit euch. Zur Entstehungsgeschichte. In jedem Programmheft wird behauptet, Strauß habe seinen Skizzen zu dem Werk eine Ausgangsidee vorangestellt: Trauer um München. Diese Notiz findet sich in Strauß' Skizzenheft tatsächlich wieder, allerdings nicht vor den Skizzen zu den Metamorphosen, sondern zu einem Walzer-Thema, was damit gar nicht im Zusammenhang steht. Fakt ist aber, dass Strauß die Zerstörung der deutschen Kulturstätte schwer getroffen hat. In einem Brief an einen Freund schreibt er unmittelbar vor Kriegsende: Das Goethehaus, der weltgrößtes Heiligtum, zerstört mein schönes Dresden, Weimar, München, alles dahin. Nach der Uraufführung der Oper Capriccio beschließt Strauß 1942, dass dies sein letztes Werk gewesen sein soll. Alles, was danach noch kommt, hat keine Opuszahl. Strauß nennt diese Werke abschätzig Fingerübungen, Handgelenkübungen und kommentiert entschuldigend sein weiteres kompositorisches Schaffen: Man könne schließlich nicht den ganzen Tag lesen. Die Oper in München zerstört, die Oper in Dresden zerstört, die Oper in Wien zerstört, allgemeines Aufführungsverbot nach dem Juli-Attentat 1944 auf Hitler. In dieser verzweifelten Situation erreicht Strauß nun einen Kompositionsauftrag des Schweizer Kulturmäzens Paul Sacher. Der Auftrag lautet, eine 15- bis 20-minütige Suite für kleines Streichorchester zu komponieren. Paul Sacher war eigentlich kein Fan von Strauß' Spätromantik, allerdings wird er von seinem Freund, dem Musikwissenschaftler und Strauß-Verehrer Willy Schuh, zu dem Kompositionsauftrag überredet. Im Kompositionsauftrag ist von 22 Streichern die Rede. 1994 findet sich ein Manuskript des Komponisten in einer Septettversion. Im September 1944 spricht er in einem Brief an Karl Böhm von einer Version für 11 Solostreicher. Und erst im März 1945 entwickelt sich das Ganze zu einer Studie, wie er es nennt, für 23 Solostreicher. Die endgültige Partitur wurde zwischen dem 13. März und dem 11. April 1945 niedergeschrieben. Im Oktober 1945 reist Strauß mit seiner Frau nach Zürich, um die Partitur zu übergeben. Hier kommt es am 23. Januar 1946 unter der Leitung von Paul Sacher im Beisein des Komponisten zu einer Uraufführung. Nach der niederländischen Erstaufführung tituliert eine Amsterdamer Zeitung: Skandal! Das Konzertgebäude gedenkt Hitlers. Und weiter heißt es im Text: Alle diejenigen, die heute die Metamorphosen hören, werden solchermaßen mit Hilfe der Musik gezwungen, einer Gedächtnisfeier für diesen großen Mann beizuwohnen. Sofort schalten sich Paul Sacher und Willy Schuh ein und weisen dieses lächerliche und widerliche Pamphlet zurück. Tatsächlich ist es unsinnig zu behaupten, dass das Werk ein Trauergesang auf Hitler sei, da Strauß das Werk vollendet hat, bevor Hitler gestorben ist. Dennoch sollten wir uns die Rolle von Strauß unter dem Regime der Nazis genauer angucken. In den Anfangsjahren des Regimes übernahm Strauß gerne Aufführungen von seinen jüdischen Kollegen, die nicht mehr dirigieren durften. Bis 1935 war Strauß Präsident der Reichsmusikkammer. Diesen Posten verlor er, nachdem die Gestapo einen regimekritischen Brief von ihm abfing, an Stefan Zweig. 1941 kam es zu einer Auseinandersetzung mit Reichsminister Goebbels, in der es um die GEMA ging, die Strauß übrigens erfunden hat, nach der sich Strauß immer weiter ins innere Exil zurückzog. Dennoch hat er auch danach noch Nazi-Größen kleine Gelegenheitsarbeiten gewidmet. Andersrum haben die Nazis ihn nicht nur auf die Gottbegnadetenliste, sondern 1944 auch auf die Sonderliste getragen mit den 3 bedeutendsten Musikern des Regimes. Offiziell vom Regime distanziert hatte sich allerdings erst im Juni 1945, also nach Kriegsende. Wenn man Richard Strauss mit Furtwängler vergleicht, der sich dem Naziregime gegenüber ähnlich verhalten hat, bleibt zu vermuten, dass der Einfluss Paul Sachers auf den Nachruf des Komponisten, der viel weniger als Nazi gilt, nicht unterschätzt werden sollte. Beim Begriff Metamorphosen denken wir heute zuerst an Ovid. Erheblichen Einfluss auf das 19. und 20. Jahrhundert hatte Goethes Metamorphosenlehre, eine im weitesten Sinne naturwissenschaftliche Betrachtungsweise, die weniger von einer Verwandlung im Ovidschen Sinne als von einer Transformation ausgeht der äußeren Erscheinungen bei wesensgleicher Grundidee. Goethe ist für Strauß von höchster Bedeutung. Laut seinen Kindern soll er das Gesamtwerk mehrfach gelesen haben. Goethe findet in der Metamorphosenlehre der Pflanze 4 Grundgesetze. Das erste Gesetz ist das Gesetz der Urpflanze, welches besagt, dass jeder Mensch in sich die Idee einer Urpflanze trägt, welches ihn jede Pflanze als solche erkennen lässt. Das zweite Gesetz besagt, dass, obwohl alle Pflanzen in der Urpflanze verwandt sind, keine der anderen gleicht. Jede folgt ihren eigenen Gesetzen. Und jeder Teil der Pflanze hat eine Auswirkung aufs Ganze, sprich, wenn sich die Form des Blattes verändert, verändert sich auch die Frucht. Das dritte Gesetz besagt, dass das Wesen der Pflanze das Blatt sei und dass alles andere, Stamm, Blüte, Frucht, Samen, Abwandlungen, Metamorphosen, eben dieses Blatte seien. Das vierte Gesetz ist das Gesetz von Polarität und Steigerung. Das Blatt, ebenso wie der Zweig, ebenso wie der Baum an sich, öffnet sich,
erlebt eine Steigerung, um sich oben wieder zu schließen. Auch wenn Goethe sich selber als Naturwissenschaftler verstand, haben diese Gesetze in der Botanik heute keine Bedeutung mehr. Aber als Grundlage einer naturspirituellen, deistischen Weltanschauung haben sie viele Generationen und insbesondere auch die Anthroposophie und Rudolf Steiner geprägt. Ein Zentrum der Anthroposophie im letzten Jahrhundert wiederum war das Schloss Elmau, welches sich neben Garmisch-Partenkirchen befindet, dem Rückzugsort Richard Straußes. Hier wird er auch mit diesen Ideen in Berührung gekommen sein. Kommen wir nun zur musikalischen Analyse. Eine Analyse entlang herkömmlicher Formmodelle ist irreführend, da sie suggeriert, dass es um eine Auseinandersetzung mit herkömmlichen Formen ginge. Begriffe wie Coda, Reprise, ABA-Form und ähnliches sind also fehl am Platz. Auch eine thematische Analyse scheint mir irreführend, da es in der Themenbehandlung nicht um Abgrenzung und Gegensätzlichkeit, sondern vielmehr um Wesensverwandtschaft geht. Metamorphosen, Studie für 23 Solostreicher ist der vollständige Titel und ich glaube, wir müssen davon ausgehen, dass Strauss nicht zufällig auf herkömmliche Formbegriffe als Titel verzichtet hat. Ich habe mich entschlossen, die 4 Grundgesetze der Metamorphose von Goethe als Analysegrundlage heranzuziehen. Alle Gestalten sind ähnlich und keine Gleichheit der anderen. Und so deutet das Chor auf ein geheimes Gesetz, auf ein heiliges Rätsel. Dieses zweite Grundgesetz der Metamorphosenlehre scheint mir der Unabhängigkeit der 23 Solostimmen zugrunde zu liegen, die zwar durch verwandtes thematisches Material und gelegentliches Unisono eng miteinander verbunden sind, gleichzeitig aber ihren eigenen Gesetzen unabhängig folgen. Das Werk eröffnet in dunkler Instrumentierung. Alle 6 Celli und ein Kontrabass eröffnen in E-Moll, wobei die leere E-Seite des Kontrabasses, die tiefste Seite des Kontrabasses, offen mitschwingt und dem Klang eine besonders volle Tiefe schenkt. Das erste Cello erhebt sich in großen Intervallen. G-C, eine Quarte nach oben, dann eine Sekunde nach unten im punktierten Rhythmus und dann ein Tritonus nach oben, schmerzhaft. Darunter im Bass eine absteigende chromatische Linie, ein Lamento-Bass, historischer Ausdruck größten Schmerzes. Auch die Harmonik unterstreicht die Schwerfälligkeit. Auf E-Moll folgt denkbar weit entfernt As-Dur als Quart-Sechst-Akkord und nun parallel geführte Quart-Sechst-Akkorde G-Moll und daraufhin überraschend A-Dur. Auf diesem vorläufigen Höhepunkt A-Dur bleiben wir nun 1,5 Takte stehen. Darunter singt das 4. Cello ein aufsteigendes Achtelmotiv. Über einen voll verminderten mit Sforzato gelangen wir nach Ces-Dur, wobei diese enharmonische Verwechslung Ces statt H-Dur die Entfernung von allem unterstreicht. Ein Abgesang in großen Synkopen leiten alle Stimmen parallel abwärts. Und dann über ein überraschendes D auf der letzten Sechzehntel der Melodie in die Gefilde von C-Moll zu kommen, was sich als die eigentliche Grundtonart dieses Anfangs entpuppt. Dieser erste Bogen ist eine existenzielle Frage und Resignation. So wie laut dem 3. Grundgesetz der Metamorphose im Blatt das Wesen der Pflanze liegt, so liegt auch in diesem ersten Bogen bereits das Wesen des gesamten Stücks. Und nun setzen 2 Bratschen ein und kreieren einen neuen Bogen, durch die Besetzungserweiterung gesteigert und singen eine Abwärtsbewegung in dem schwerfälligen lombardischen Rhythmus. Tada, tada. Die beiden Bratschen steigern das Material, kommen bis zu dem eingestrichenen B hinauf und fallen von dort in chromatische Abwärtsbewegung in sich selber zusammen. Der Dianze singt das 4. Cello weiterhin die aufsteigende Achtelbewegung und schafft so eine Verbindung zwischen diesen ersten beiden Bögen, in denen sich das gesamte thematische Material des Stückes bereits offenbart. 2 weitere Bratschen beginnen einen weiteren Bogen gemeinsam mit dem ersten Cello, wieder mit dem zögerlichen 3/4 Auftakt und spannen einen ewig weiterstrebenden Klagebogen, charakterisiert durch einen aufsteigenden Oktavsprung, von dem es in Triolenbewegungen klagend hinabsinkt. Diese Bewegung wird nun einen Halbton nach oben gerückt und erklingt so gesteigert wieder und mündet ohne Spannungsabfall in einen sehr anrührenden Registerwechsel 4 Geigensätzen ein und spinnen das aufsteigende Quartmotiv vom Anfang in eine fröhliche Melodie fort, hoffnungsvoll. Auch diese Melodie wird aufwärts sequenziert und mündet schließlich in die Anfangsmelodie, von allen 12 bisher eingesetzten Instrumenten gemeinsam vorgetragen. Die Melodie steigt auf bis zum 2 gestrichenen B, verharrt hier, um dann diesen 3. Bogen wieder zu schließen und an seinen Anfang zurückzukehren. Nun schließt sich ein noch längerer 4. Steigerungsbogen an, der über 50 Takte mit ähnlichen Steigerungsmitteln endlich einen Höhepunkt mit allen 23 Streichern im Fortissimo erreicht. Auf einem Vorhaltakkord, der sich nach 1,5 Takten erlösend
auflöst und die Instrumente werden sehr schnell in 2 Takten ausgedünnt. Und nun offenbart sich das 4. Grundgesetz der Metamorphosenlehre, das Gesetz von Polarität und Steigerung. Jeder dieser Bögen übersteigt den vorhergehenden und stellt so das Gesamtwerk unter eine große Entwicklung, unter einen großen Bogen. Diese Steigerungsmittel scheinen nun ausgereizt, deswegen ein neues, das Tempo, etwas fließender. Eine einfache, zuversichtliche, weit ausholende, im Wesentlichen durch den punktierten Rhythmus geprägte Melodie breitet sich in den tiefen Registern der Geige aus. Die Stimmung wird nun fröhlicher. Weit ausholend führt dieser Teil schließlich über das Prager-Motiv des Anfangs auf einen neuen Höhepunkt bis zum 3 gestrichenen F. Von dort schließt es sich wieder etwas, bevor das lombardische Motiv vom Anfang rastlos vorwärts drängend uns überleitet in einen neuen Tempowechsel, Poco Pio Mosso. Dieser neue Tempoabschnitt wird eingeleitet durch ein ungeduldig vorwärts drängendes, Fragen nach oben geleitetes Motiv, charakterisiert durch eine Achtelpause am Anfang. Es tritt in einen Dialog mit dem lombardischen Thema, wird wieder steigernd aufwärts sequenziert und führt wieder in eine neue Themenkreation aus allem Vorhergegangenen. Appassionato, schnellere Rhythmik, viele Sechzehntel, ein positiv aufwärts strebendes Motiv. Mut. Auch dieses neue Motiv wird aufwärts sequenziert, eng geführt. Es kommen immer mehr Instrumente dazu, immer mehr Noten, lauter und lauter, bis es plötzlich zu einem dynamischen Schnitt kommt. Auch die Instrumentierung wird stark ausgedünnt. Der Bass greift dreuend die Lamento-Figur vom Anfang auf und leitet wieder über zu dem endlosen Klagegesang, diesmal jedoch mit einer wilden triolischen Begleitung. Es wird mit allen Mitteln gesteigert und auch die melodische Dichte wird größer. Ein Motiv nach dem anderen kommt hinzu. Es geht dynamisch noch einmal runter, allerdings kommt es zu einer neuen Temposteigerung. Agitato. Immer lauter, immer mehr Noten, immer mehr Instrumente. Und endlich 6 Instrumente gemeinsam unisono. Die unendliche Klage vom Anfang. Darunter rasten die erste Bratsche und eine Geige völlig aus. Eine Sechzehntelkette. Eigentlich unhörbar, aber bringt die Spieler an die physische Grenze, harmonisch unfassbar dicht. Die Klage wird wieder aufwärts sequenziert und es wird unerträglich laut. Es heult in diesem emotionalen Sturm und der erste Bratscher ackert sichtbar an der Grenze des physisch Machbaren. Ein abrupter Schnitt, ein Forte Piano, über dem nur die erste Geige im Forte übrig bleibt und eine komplizierte Triolenbewegung zum Besten gibt. Instrumentation und Dynamik sind wieder unten. Ein letztes Mal holt Strauss tief aus. Alle Instrumente bleiben in einem aufsteigenden Quartmotiv stecken, wiederholen es 7 Mal und steigern es dabei, um sich zu entladen in den totalen Höhepunkt, scheinbar. Auch hier wird schon wieder gesteigert und wir kommen an einen Punkt, der jenseits des Erträglichen liegt. Hier bricht die Musik in sich selbst zusammen. Statt es auszukomponieren, notiert sich Strauss in seinem Skizzenheft an dieser Stelle: Von da auf tragisch Adagio Schluss in Wehmut. In einem gigantischen Sprung stürzen die Celli in die Tiefe und alle 23 Streicher nehmen gemeinsam den Anfang im Fortissimo wieder auf. Unerträgliche Spannung in diesem Höhepunkt, in dieser gemeinsamen Frage. Schnell wird nun wieder ausgedünnt. Und es steigert sich schon wieder und es wird lauter und lauter und es kommt zu einem Accelerando und noch schneller und noch mehr Noten, was unerträglich ist nach dem, was davor geschehen ist, nach diesem Zusammenbruch. Kurz vor dem Höhepunkt reißt die Musik abrupt ab und wir bleiben an einem Abgrund stehen, eine Generalpause. Und wieder ertönt das Anfangsmotiv mit allen 23 Streichern im Fortissimo, diesmal noch höher gesetzt als davor. Und es wird sehr dissonant. Das Viertelauftakt-Motiv vom Anfang, nun mit Akzenten, wird treppenartig in kleinen Sekunden übereinander geschichtet. Endlich wird hinunter registriert und es kommt im Piano zu einem Dialog zwischen der ersten Bratsche und der Geige. Sehr anrührend. Auch das steigert sich noch einmal und schafft einen Bogen. Danach wird es noch ein letztes Mal laut und im Folgenden wird das Klagemotiv des Anfangs wieder und wieder sequenziert, allerdings diesmal abwärts. Die Musik beruhigt sich mehr und mehr, um ganz am Ende in Memoriam im Bass den Anfang des 2. Satzes aus Beethovens 3. Sinfonie Eroica zu spielen. Molto lento. Und in diesem genialen Kunstgriff entpuppt sich die Urpflanze dieser Metamorphosen. Wir kommen in C-Moll zur Ruhe. Im gesamten Werk verzichtet Strauss auf jegliche Sonderbehandlung der Streicher. Es wird weder ein Dämpfer eingeführt, noch ein Sul Ponticello gespielt. Und auch das thematische Material webt sich im Wesentlichen aus den ersten 16 Takten. Trotz dieser Selbstbeschränkung gelingt Strauss mit den Mitteln der Metamorphosenlehre ein unfassbar mitreißender Bogen. Das Werk beginnt mit einer Frage. Dieses Fragemotiv des Anfangs leitet jeden Höhepunkt ein. Sie bleibt die treibende Kraft dieses Werkes. Und nun ganz zum Schluss die Antwort, der Marcha Funèbre von Beethoven.
Die Antwort auf all dieses Sehnen, all dieses Streben, all diese Verzweiflung ist der Tod.